Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und heute gibt es ein neues Video zum Thema Bogensport. Ein erster Ausflug mit meinem Milan. Ich habe bisher wirklich nur zu Hause geschossen. Ich habe dann ein bisschen erkältungsmäßig halt eben was bekommen. Ich hoffe, man hört es nicht mehr ganz so sehr. Ich höre mich nicht mehr ganz so verschnupft an. Und heute auf unserem heimischen Platz. So schön wie der im Sommer ist durch die Bäume, so ja, verzögert sich das, wenn man mal spontan auf den Platz möchte, weil durch das ganze Laub, also ich habe jetzt auch, ich weiß nicht genau, eine halbe Stunde halt eben mit dem Laubbläser erstmal da gestanden, zumindest den oberen Bereich frei zu pusten. Die untere Bahn, die Weidebahn brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da muss ich sowieso erstmal gucken, allgemein wieder zu treffen. Und das versuche ich jetzt eben. Zu Hause hatte ich ja nur auf einer kurzen Entfernung, diese 10, 15 Meter, auf die ich schieße, das Ganze probiert. Da hat es geklappt. Jetzt schauen wir mal, inwiefern ich jetzt treffe. Ich habe beim letzten Video ja gesagt, 40 Pfund sind im Grunde erstmal 40 Pfund. Auf die Entfernung sieht das Ganze dann wieder anders aus. Jeder Bogen ist dann trotzdem ein bisschen anders, gerade wenn man einen höheren Auszug hat. Wenn man wirklich konstant 28 Zoll Auszug hat, dann ist der Unterschied nicht ganz so marginal. Wenn man drüber hinausgeht oder drunter ist, dann hat man trotzdem mehr Schwankungen. Klar, unterschiedliche Bögen haben unterschiedliche Leistungen, die Energie halt eben rüberzubringen und den Pfeil zu beschleunigen. Aber da macht es bei der gleichen Pfundzahl von 40 auf 28 macht es sich nicht so extrem aus, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, vorher wurde ich beim Spirit wurde es gemessen, da hatte ich auf meinen Auszug 48 Pfund. Wenn ich jetzt bei dem hier weniger habe oder mehr, 2 Pfund Unterschied macht dann trotzdem schon ein wenig mehr aus. Okay. Erstes Ziel, machen wir mal die einfache Zielscheibe hier vorne, wo die 3 Tierchen draufstehen. Ich will jetzt nicht gleich auf die Tiere schießen und auf quer durch halt eben wechseln, weil ich eben erstmal ein bisschen wieder mich einschießen möchte. Zumindest halt eben 5, 6 Pfeile oder vielleicht 10. Links, rechts, links. Ich dachte, das ist drunter, drüber, drauf und nicht links, rechts, links. Hoppala. So, ein noch, dann ist der erste Satz durch. Das kann nicht 2, 4, 6 Pfeile. Okay. Moment. Mal schauen, ob man ein bisschen was sieht. Also ganz schön hoch. Sorry dafür. So, da sind wir zu Hause. Ich hoffe mal trotzdem ein bisschen was gesehen. Da sind sie. Also, ja, Gold hat jetzt nicht unbedingt getroffen, aber es sind zumindest die letzten 3 ein bisschen gruppierter gewesen. Ja, geht erstmal. So. Ach komm, ich probiere es dann beim zweiten Satz gleich mal die Tiere. Dann nehme ich mir immer ein einzelnes Ziel vor und versuche das mit einem Pfeil zu treffen, eben wie im Turnier. Und dann mal gucken. Generell hatte ich das sowieso immer, ich weiß gar nicht, im Bild war das sowieso immer ein bisschen stärker bei mir, wenn ich konstant, also ich war schwächer, wenn ich wirklich so wie hier konstant auf ein Ziel schieße. Dann war mein Streukreis trotzdem größer.
oder was heißt größer nicht, aber wenn ich immer auf ein Ziel nur schieße, einen Schuss, habe ich komischerweise trotzdem halt eben eher gut getroffen, obwohl ich eben nicht so einen kleinen Streukreis habe, vielleicht so die Erklärung vielleicht besser. Okay, ich hole Pfeile und dann geht's gleich weiter. So, weiter geht's. Wie gesagt, wir machen jetzt einmal eine Hunter-Runde mehr oder weniger. Ein Pfeil, ein Ziel. Wir fangen erstmal mit einem nahen Ziel an. Der Fuchs der ist schön getroffen. Ich mache es dann aber so, ich tue nach dem Schießen dann die verschiedenen Ziele mal angucken, damit ich nicht immer hin und her laufe und das sich übermäßig hinauszögert. Dann den Wolf, ich hoffe man sieht ne. Gerade so noch ins Bein. Dann sich hier mal rüber. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Was machen wir denn? 1, 2 oder 3. Nehmen wir die 1. Oben was sind das? Beuteltier, Beutelratte. Das linke von den 3 kleinen Viechern oben drauf. Abgeprallt am Hintern. Ansonsten aber hätte ich getroffen. Und hinten den Steinbock. Gucken, Entfernung. Ich glaube, der ist sogar drüber geflogen. Dann machen wir die kleine Ratte. Die hatte ich vorher eigentlich immer ganz gut getroffen mit dem Leihbogen. Klappt immer noch, gut. Und dann machen wir, was machen wir noch? Den Wolf hat man. Den seht ihr wahrscheinlich nicht. Ach komm, dann machen wir nochmal die Beutelratte in der Mitte oder was auch immer das für ein Viech sein soll. Also ich will da rüber, nicht dass er runter ins Laub fliegt. Oh, knapp drüber und den Wolf getroffen. Schön. So. Gucken wir mal, was wir so hinbekommen. Also, erster Schuss. Der Fuchs, er ist halt eben bei uns auch schon ein bisschen ausgeschossen, wäre schön ins Kill geflogen. Der zweite war, war hinten der Wolf. Ja, sieht man hier schön im Bein. Hätte also noch gezählt. Dann war es hinten der Steinbock. Der hat leider eine Beinamputation bei uns bekommen. Der Arme hat sich so sehr verletzt. Der ist aber drüber geflogen, der müsste dahinter liegen, in einem Pfeilfang. Dann, ach nee, halt, ich habe hier das Tierchen vergessen. Da ist er hier hinten am Hintern abgeprallt. Der müsste irgendwo hier unten liegen. Da ist er. Und dann hatte ich das in der Mitte versucht zu treffen und er ist zwischendurch geflogen und hat dem Fuchs, dem Wolf ein neues Piercing verpasst. Okay. Eine Runde mache ich dann noch. Dann mache ich die verschiedenen Zielscheiben und guck mal, wie es auf Zielscheiben funktioniert. Und dann war es das auch schon wieder fürs Video. So, alle guten Dinge sind 3. Ich werde tatsächlich hinten auf den Steinbock mal 2, 3 drauf schießen, weil ich jetzt gesehen habe, der war doch deutlich ein bisschen drüber.
Ich dachte, ich habe ungefähr so gezielt, wie ich mit dem Spirit geschossen hätte. Würde jetzt wiederum bedeuten, der hätte mehr, ja, ich will nicht sagen mehr Power, aber er tut mehr Energie auf den Pfeil übertragen. Das heißt, er hat eine steilere oder halt eben mehr Kraft hinterm Pfeil. Heißt, keine Ahnung. Ist das dann eine höhere Flugbahn? Ach, wie auch immer. Aber erstmal auf die Scheibe. Erstmal hier auf der linken Seite die mittlere. Ich arbeite mich mal langsam hinter zum Steinbock. Ein bisschen hoch fürs Gold, aber schön mittig. Die rechte direkt vor mir. Besser. Und Steinbock. Wenn ich das von so aus mache, dass ihr meinen Rücken seht. Ich hoffe, man sieht trotzdem den Steinbock noch. Ich kann echt fast draufhalten auf den. Naja, fast. Der steht auf. Ich weiß gar nicht, ich kann gerade das Ding nicht lesen. Warte mal, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Meter. Horn. Dieses Kackhorn vorm Kill. Ich hasse es. Aber ja, knapp daneben. Bisschen links hinüber. Ja. Funktioniert auf Entfernung. Jetzt hätte ich gern mal auf den Berg geschossen, weil ich weiß noch, wo ich auf den Berg hin zielen muss. Beziehungsweise wie hoch ich halten muss, damit ich den tatsächlich treffe. Aber das ist mir trotzdem, dahin ist mir zu viel Laub, das ist mir zu riskant. Ich hätte es gemerkt gehabt, ich muss leicht über den Steinbock anhalten. Und wenn ich mich nicht täusche, steht der ungefähr auf 45 Meter. Würde heißen, bei 40 Meter ungefähr müsste ich wahrscheinlich einfach draufhalten können. Auf 40 Meter steht der Truthahn unten, das ist aber der blöd. Das Wildschwein steht auf 30. 40. Ich hole noch mal 2 Pfeile und probiere noch mal. So, neuer Blickwinkel. Wildschwein, ihr seht es da hinten. Es wird dann auch noch angezoomt. Mein Sonoman hält, weil ich jetzt hier gerade nichts zum Aufstellen habe. Und ich habe jetzt kein Stativ, kein größeres halt eben dabei. Nur mein kleines dabei. Also theoretisch 40 Meter müsste ich einfach draufhalten können. Nicht ganz. Das war Holz. Jetzt war ich aber wieder fast drauf. Oder vielleicht habe ich vorher nicht ganz ausgezogen. Ja. Okay. Naja, es war jetzt noch mal ein Versuch. Hat leider nicht geklappt. Also an die 40 Meter habe ich dann wahrscheinlich meine Nulllinie. Oder wie sagt man? Ich weiß nicht genau. Mit den Begriffen kenne ich mich jetzt nicht so aus, weil ich da halt eben nicht so wirklich drauf achte.
Aber gut zu wissen. Also ich muss mich ein bisschen, gerade auf Fernschüsse, muss ich ein bisschen mehr mich drauf wieder einstellen, weil da trotzdem ein Ticken anders ist. Aber na gut, von 10 Schüssen jetzt auf verschiedene Ziele kann man das sowieso nicht wirklich jetzt abgleichen. Ich werde jetzt noch ein bisschen schießen und werde mich dann halt eben hier auf unserem Platz hin und her bewegen, was natürlich mit der Kamera immer ein bisschen blöd ist, weil ich sonst ständig halt eben das Ding hin und her ziehen müsste und beziehungsweise mit fehlendem Stativ macht es das Ganze ein bisschen nerviger. Okay, mein Sohn hat gerade gekraft, das Handy zu halten, also machen wir das Ganze halt eben Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, hier sind wir zu einer kurzen Runde. Gestern kam ich nicht mehr dazu. Nachdem ich auf dem Platz war, kam halt eben dann nachmittags noch ein bisschen was auf. Deswegen kam ich da nicht mehr dazu. Ich habe jetzt heute, ist Sonntag, kam ich auch jetzt erst dazu, jetzt abends. Deswegen ist es gerade ein wenig diesig. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mein Flutlicht halt eben wieder mit aufstelle, aber es geht jetzt nicht viel um Sehen, sondern mehr um Hören. Deswegen schieße ich jetzt nur kurz 5, 6 Pfeile und gucke dann, dass ich halt eben noch was zusammengeschnitten bekomme. Zur Szene, das ist jetzt die Whisper Spring, die ich auf dem Spirit geschossen habe. Das ist halt eben das, was ich gerade zufällig da hatte, auch auf 62 Zoll. Ich habe es jetzt genauso eingestellt wie, also ich habe es jetzt nicht perfekt für den Bogen eingestellt, dadurch ist der Knockpunkt ein bisschen zu weit unten, sehe ich gerade. Aber das ist jetzt für den Klangtest halt eben nicht ganz so wichtig. Ansonsten habe ich die jetzt noch kurz drauf gemacht, habe sie auch ungefähr auf 8 Zoll eingestellt, Standhöhe, damit so die Parameter ungefähr gleich sind. Wie gesagt, ich schieße jetzt 5 Mal oder 6 Mal, ich glaube 6 Pfeile habe ich gerade dabei. 2, 3, 4, 5, 6, ja. Und dann gucke ich mal, dass ich halt eben was schneide. Er ist trotzdem wieder lauter. Zwar leiser, also so gefühlsmäßig leiser wie der Spirit, aber trotzdem lauter. Ja, ein bisschen zu weit rechts. Ein bisschen zu weit links. Ich mache jetzt einfach so noch die Feststellung. Also ganz offensichtlich, mit dem Szenendämpfer ist es definitiv am leisesten. Den Unterschied zwischen dem Milan und dem Spirit hört man jetzt leider nicht sehr, aber ich bin trotzdem ja, der Meinung, dass der Milan ein bisschen leiser ist. Also meine eigene objektive Meinung. Von daher, ja, ich werde aber trotzdem mit dem Szenendämpfer schießen. Das ist eine Szene, die war dabei. Logischerweise schieße ich damit. Ich werde mir so eine dann auch nochmal holen, damit ich eben 2 gleiche Szenen habe, falls die ja mal kaputt gehen sollte aus irgendeinem Grund. Und dass ich dann eben auch eine gleichwertige Ersatzszene habe. Okay, so viel dazu und dann geht das Video jetzt weiter. Für mich jetzt, gefühlsmäßig, ist er leiser wie der Spirit, aber logischerweise lauter wie mit den Szenendämpfern. Aber ich finde auch so jetzt nicht so laut, dass ich sage, oh, der ist aber laut, wie beim Spirit das der Fall war. Also definitiv für mich ein leiser Bogen. Okay, das war's und bis zum nächsten Mal.